Heute lernen wir kein oder nicht. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sali und ich freue mich, dich beim Deutschlernen zu unterstützen. Heute lernen wir kein oder nicht. Beide sind Negationswörter oder Verneinungswörter, aber was ist der Unterschied? Genau das schauen wir uns jetzt an der Tafel an. Kein, keine oder nicht. Herzlich willkommen an der Tafel. Wir warten nicht und starten. So, hier haben wir kein oder nicht. Was ist der Unterschied? Wann sage ich kein, keine oder wann sage ich nicht? Ich kann das so erklären, ganz einfach. Wir verneinen Nomen mit kein oder keine. Nicht verneinen wir einmal für Verben, also die Verben, und einmal die Adjektive. Ja, so einfach kannst du dir das merken. Also, die Nomen, zum Beispiel Auto oder Frau, sagen wir kein Auto oder keine Frau. Nomen mit kein und Verben mit nicht. Ich esse nicht, ich trinke nicht und so weiter. Und Adjektive. Zum Beispiel, das Haus ist nicht groß oder das Wetter ist nicht schön. Machen wir jetzt ein paar Beispiele. Also, Nomen verneinen wir mit kein oder keine. Ein Beispiel. Hast du Geld? Also Nomen. Und ich möchte nein, also negativ antworten, dann schreibe ich habe kein Geld. So, ich schreibe hier kein Geld, weil Artikel von Geld ist das. Dann sagen wir kein Geld. Die zweites Beispiel. Haben Sie eine Katze? Also Artikel ist die Katze und Antwort, ich möchte negativ antworten, dann schreiben wir, ich habe keine Katze. Also die Katze, keine Katze. Genau. Bei Nomen mit die, feminin oder plural, antworten wir mit keine. Machen wir weiter. Wieder. Zum Beispiel, ist das ein Mann? Artikel ist der Mann. Und wir sagen, nein, das ist kein Mann. Also mein Nomen, Mann, Negation, kein Mann. Oder sind das Tische, die Tische im Plural? Dann antworten wir, nein, das sind keine Tische. Genau, so einfach. Nomen machen wir mit kein oder keine negativ. Ich habe kein Auto oder ich habe keine Kinder. Ich habe kein Geld. Genau, wir verneinen mit kein oder keine Nomen. Das ist wichtig. Wir machen jetzt weiter mit nicht. So, kommen wir zu dem Verneinungswort nicht. Wie gesagt, machen wir Verben mit nicht negativ und Adjektive mit nicht negativ. Machen wir ein paar Beispiele zu den Verben. So, zum Beispiel, ich schlafe nicht oder wir kommen heute nicht oder er arbeitet am Freitag nicht. Also er arbeitet nicht. Genau. Machen wir weiter. So, jetzt sind wir auch schon bei den Adjektiven. Das Haus ist nicht groß. Adjektiv. Nicht groß. Der Computer ist nicht teuer. Adjektiv. Oder die Katze ist nicht klein. Auch ein Adjektiv, ja?
Du siehst, Adjektive machen wir mit nicht negativ. Ganz einfach. Bis jetzt haben wir an der Tafel kein und nicht gelernt. Kein benutzen wir bei Nomen und nicht benutzen wir bei Verben und Adjektiven. Nicht können wir auch bei anderen Situationen benutzen. Welches das sind, schauen wir gleich an. Es gibt auch manchmal Situationen, wo wir nicht ein bisschen anders benutzen. Zum Beispiel nicht vor einer Präposition. Was machen wir dann? Beginnen wir erstmal mit diesem. So, Präpositionen haben wir schon mal gelernt. Was sind Präpositionen? Zum Beispiel nach, im, auf, bei, zwischen, neben und so weiter. Wenn wir Präpositionen haben, dann benutzen wir auch nicht. Also, das ist wichtig. Wenn wir eine Präposition haben, dann benutzen wir ein nicht. Zum Beispiel, er fährt nicht nach Berlin. Oder wir spielen nicht im Garten. Oder sie sitzen nicht auf dem Stuhl. Das ist wichtig. Also, vor einer Präposition sagen wir nicht. Und die zweite Situation ist vor einem Possessivpronomen. Was sind nochmal Possessivpronomen? Mein, dein, sein und so weiter. Mein oder meine und so weiter. In diesem Fall benutzen wir auch nicht. Sie ist nicht meine Schwester. Oder wir sind nicht deine Freunde. Oder ich bin nicht sein Bruder. Also wenn wir Possessivpronomen haben und wenn wir das hier negativ machen möchten, dann benutzen wir auch nicht. Da sind wir schon auch bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du hier einen Stopp machen und dann die Hausaufgaben machen. Die Antworten kannst du wie immer gerne unten in die Kommentare schreiben. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein Stück weiterhelfen und du hast hoffentlich auch verstanden, was der Unterschied zwischen kein und nicht ist. Ich habe auch wie immer für dich Hausaufgaben vorbereitet. Die Antworten kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, ich sage danke und tschüss. Und vergiss nicht, lerne jeden Tag Deutsch. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de. Das war's auch schon mit dem Thema. Kein Nicht. War interessant und einfach und wichtig. Im nächsten Thema lernen wir dann die Possessivartikel kennen.